So, ahoi meine Lieben, Syd hier, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange Remastered. Wir sind endlich beim Diner angekommen und bevor wir reingehen, gucken wir uns natürlich die Stadt drumherum an. Ne? Zum Beispiel haben wir hier einen alten Mann, der hier gerade was erzählt hatte mit seinem Lotto los. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Mhm. Naja, okay. Und was sagt die Frau? Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Ich bin gerade auch so I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Kann ich hier einmal zurück machen? Guck mal, da ist ja ein Ding. Was passiert hier? Hi. You look... Close. Do you know if the bus has come yet? I don't know. It runs pretty regularly. I cannot miss this job interview. But I've got to take the bus out of Arcadia Bay to Newport just to find work. Are things that bad here? Where are things good? Well, good... Ja, Thanks, gut, I sure need... Guck mal, ich habe ja da irgendeinen Punkt, wo was passiert, oder nicht? Aber noch weiter kann ich nicht Steals my zurück. lottery ticket. Can't wait to be rich. Yep. Naja, komm, wollen wir uns hier nicht mit dem Bus aufhalten? Wir gehen mal weiter. Ich muss mal kurz gucken. Moment, Chloe hat doch geschrieben. Ist spät dran, schnapp dir einen Tisch im Diner. Mama füttert dich. Das hoffe ich. Vielleicht schaffst du es zum Mittagessen. Okay. Ja, wir gehen erstmal hier rum. Aber wegen was kann ich da zurückspulen? Ah, jetzt ist es noch nicht passiert. Das Gespräch? Aber ich krieg doch hier nichts raus, oder? Erzählt der mir irgendwas? No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Okay, der wartet auch noch auf den Bus. Okay. I don't know. It runs... I cannot... Are things that... Where... Well, good... Thanks. Ich spule trotzdem nochmal zurück. But it steals my lottery ticket. Can't wait to be rich. Yep. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Busfahrplan. So, wir gehen hier einmal außen rum. Kurz über den Parkplatz gucken. Achso, wir müssen Kennzeichen gucken. In Dark? Was hat er hier drauf? Alles Easter Egg. Kann ich leider nicht mit umgehen. Kenn ich nicht alles. Oh, was nie. Oh. Moment. Da muss ich doch kurz mal gucken. Apropos 28, nächste Seite. Ich wachte als eine andere Person auf, auch wenn es noch keiner weiß. Nach der Enthüllung zu meiner Kraft gestern, der Rettung von Chloes Leben, neben anderen irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, in Blackwell
muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren. Aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich weiß gar nicht, wie wir das... ich bin verwirrt nur auf einem höheren Level. Das ist ein Zitat von, ich weiß nicht mehr wem. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate Marsh zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Nächste Seite. Nachdem ich mir anhören musste, wie Victoria und Taylor auf Kate rumhackten, ging ich zurück ins Zimmer. Ich hatte keine Zeit zum Entspannen, ich musste mich anziehen, Kates Buch in meinem Chaos finden und mich beeilen, um mich nicht fürs Treffen mit Chloe zu verspäten. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan. Ich musste echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen, also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut, aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus, Jalousien unten, die totale Emo-Goth-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goth. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Hätte ich sie fotografieren sollen? Aber es war ja kein Fotoangebot da, oder? Also die Auswahl. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan, aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan? Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen sollte. Ich kam mir super mies vor, aber ich sagte Kate, sie solle keinem was sagen, bis sie Beweise hat, dass ihr Drogen verabreicht wurden. Das Video hilft ihr kein Stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen. Sie legt sich mit allen Prescotts an, nicht nur mit einem reichen Jungen auf Drohung. Sie mochte meine Antwort nicht. Sie traut mir die Ermittlung wohl nicht zu. Verständlich, oder? Manchmal frage ich mich, was ich eigentlich tue, außer mir noch mehr Ärger einzuhandeln. Kate schmiss mich sogar aus ihrem Zimmer. Hallo, Heldin des Alltags. Nächste Nummer. Ich bin Warren begegnet oder eher, Warren hat auf mich gewartet. Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Warren anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug gut ging. Ich schulde ihm was. Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gern von meiner Macht über Zeit und Raum erzählen, aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich sofort als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen. Oder Experimente an mir durchführen. Oder mich ins Autokino schleppen. Moment, er wollte mich doch ins Autokino schleppen, aber ich lehnte ab. Ich bin echt nicht in der Stimmung und ich will ihm keine Hoffnung machen. Naja, irgendwie hat er ja... Vielleicht ist es auch nur unglücklich übersetzt, aber er hat ja, nachdem wir ihm zugesagt haben, erst dann hat er der anderen, die mit der Drohne, ich weiß den Namen nicht mehr, abgesagt. So, und das ist die Seite, die wir gerade schreiben. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Das machte mich nervös, sonst war die Fahrt zum Two Worlds Diner entspannt. Apropos Zeitreisen. Ich war 5 Jahre nicht hier, aber es sieht noch genauso aus. Allerdings sieht man jetzt weniger Fischer und mehr geklaute Einkaufswagen als damals. Chloe und ich hatten den besten Hintergrund fürs Piratspielen, alte Schiffe und das Meer.
So, eigentlich wollte ich ja gucken, hier sind doch garantiert wieder Fotos zu machen. Vom Kaninchen sollten wir ein Foto machen, das haben wir auch gemacht. Von Kate ist hier nichts. Ich hoffe, dass das hier nicht Kate sein sollte. Hier, das müsste doch jetzt hier irgendwo gleich sein. Guck, da ist er doch. Überall diese Wales-Zeichen. So, wir gehen aber erstmal hier Richtung Wohnmobil. Breaking Bad. Ja, das kann sogar ich wieder erkennen. There's that dirty RV from the other day. Mhm. Na, wir gehen mal gucken. Hallo, Wauwau. Stop that! Stop! No barky. Okay, wir trauen uns nicht There's näher something ran. creepy about that guy and his dog. Obviously, nobody took my advice. Mhm. Prescott? Nee, das passt nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier gibt's Flyer und einen Fischer. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisherman. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You have your own boat? I call her the Bali High. I've kept a hold of her in these lean days. Might be all the time we've got left. I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. They own my school. Crooks gain respect when they put their names on schools and libraries. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Happy Fishing, ja. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Erhaltet das Herzblut von Arcadia Bay, rettet die Bucht. Beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. Ach ja, es wird hier zu viel gefischt oder was? Save our city. So, da geht's ins Diner, dann gehen wir natürlich erstmal weiter. Jetzt können wir das hier schon mal ansehen. That stein reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. When we were happy. Schild? Foto. Ah, sag ich doch. Ja, da ist es. Knochen hinter Gitter, Pistole, Firewalk. Ist das so ein Erlenmeyer-Kolben? Heißen die so? 142, ein Reh, jemand vorm Fenster. Okay, also ein paar Bilder gibt es noch in dieser Episode. So, wir gehen erstmal hier weiter. Yes, we are open. Bacon and Eggs für nur 5,95. Naja, schnapper. Hier ist die Zeitung. Was steht denn so? Snow. Well, that's a good start to the story. Ja, mit Schnee kann man immer eine Geschichte beginnen. Wetterdienste vom Schnee überrumpelt. In einem seltenen Eingeständnis hat der nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon, gibt. So, was sagt der Mann? Excuse me, sir.
Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. Can Naja. hardly wait for next week's big story. Clouds! Mann, ich wollte gerade einen Schluck trinken, während der Quatsch. Gar nicht so eine. Yeah, Wolken. The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Ja, ist so ein bisschen angepisst, kann das sein? Was haben wir hier? McFlynn. I don't want to go that way. Ja, okay, dann drehen wir halt wieder um. Oh, guck mal, hier können wir doch... Ah, Moment, hier können wir auch in das Diner gehen. LPHNT. Poor woman. I hope it's a shelter for her. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Ich muss mal kurz hier nochmal gucken. Ich glaube, das ist mir ein Ticken zu dunkel. Wir machen mal eine Nummer heller. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, es ist zu dunkel. Nein, ich möchte gerne die M... Hat er das jetzt? So, übernehmen. Einstellung anwenden, da muss ich drücken. Ich möchte das gern bestätigt lassen. So, jetzt gehen wir raus. Ja, das sieht besser aus. Was hat sie gerade gesagt? Naja, wir können sie über alles fragen. Wir können zum Beispiel über die Prescotts I bet fragen. you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. Genau. Wir fragen Have you erstmal nach met Chloe. Joyce's daughter? Cute girl. Pissed off. I used to see her and her pretty friend, Rachel, around a lot. Do you know anything about Rachel Amber? That missing girl? I know she's missing. And I know she hung out here a bit. Sometimes I'd see her walking, all by herself, deep in thought. Too damn young and pretty to look so worried. Was she alone a lot or with friends? Like I said, she seemed tight with Joyce's daughter. I thought I saw her with an older gent one time. Maybe her dad. That's a terrible thing for a parent to deal with. I pray the poor thing is all right. But you can't save everybody. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What happened to you? What didn't happen to me? Sometimes you start out in life turned around the wrong way. I married dumb, made mistakes, got cheated out of my savings, lost my home, and now I hang out here. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go?
I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Naja, so richtig uns was sagen konnte sie dann auch nicht, ne? Die Prescotts haben Dreck am Stecken, ja, Chloe und Rachel waren gut befreundet. Oder vielleicht mehr, wer weiß das so genau. Und um Arcadia Bay steht's eigentlich nicht so gut. Foto! Haha! Der Knochen hinterm Gitter, das ist ein... Okay, es ist ein Foto durch den Zaun hier. Cool. Aber mehr ist jetzt hier wirklich nicht, ne? Nee. Ja, Leute, los, dann gehen wir jetzt rein. Über den Bus wie die Frau haben wir hier nichts rausgefunden die ganze Zeit. Ja, dann los. Zack, rein hier. That smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Oh, ich wackel zu viel mit der Maus. Das macht den voll nervös. So, gucken wir mal hier erstmal rum. Der Fischer. Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Das klingt falsch. Komische Frau? Dann lach doch. Hello there to you! Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Okay, ja. Man kann auch mal gut gelaunt sein. Genau, Kaugummiautomaten. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Ob die ganzen 5 Jahre der auch nicht aufgefüllt werden musste? Dass das immer noch die alten Kaugummi sind? This guy has serious cojones. Warum, was hat er denn? Erleben Sie ein Abenteuer zu See mit Kapitän Cousteau. Heuern Sie den legendären Seemann für Ihre eigenen Seereisen an, Jacques Cousteau und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen. Sie haben über ihn in Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt Ihre Gruppe mit auf eine 3-stündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern ihnen auch helfen, ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise 75 bis 125. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Website zockcousteaufisch.eu. Hier sind noch mehr Broschüren. Why does that so not sound fun? Warum? Moby-Deck-Touren. Erkunden Sie Arcadia Bay richtig. Entdecken Sie die aufregendste Geschichte der Hochsee. Reisen Sie sicher und bequem. Vollständig ausgestattete 12 bis 15 Meter Boote. Touren Tag und Nacht möglich. Paare, Gruppen und Familien willkommen. Dienstag bis Sonntag 6 bis 19 Uhr. Besuchen Sie uns im Web, um Ihre Tour zu buchen. Naja, was so an Broschüren halt in so einem Küstenstädtchen immer rumhängt, ne? I might make Chloe check this out with me. Ausflug zum Bigfoot. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bays mit angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot, Monster oder Tier, Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot, ich glaube an dich. Schließen Sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägige Wanderung zu den Orten an denen eine Sichtung des Bigfoots am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und
sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoots mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Für weitere Informationen, genaue Zeitangaben, kontaktieren Sie uns Sasquatch Lives Witrex GU. So, hier haben wir noch ein Poster. Sieht aus wie die Academy, oder? The poster doesn't mention whacked students with guns. Ach, ja, so, was haben wir hier? Noch ein Vermisstenfoto. Kate Marsh, love you long time. Na ja, sie Liebe machen lang. Firewalk. Da hast du, glaube ich, ein Foto. Hier ist ein Graffiti. Flush before pissing on the floor. That graffiti has been here forever. Hier ist auch noch eins. I aim to misbehave. Arcadia Bay sucks dick. Thank you, redneck poet. Rachel A. owes me a BJ. So, das hier, Mom. Gross. Naja, wenn man den schuldet, dann machen wir erstmal ein Foto. Ja, wieder ein Foto. Da ist es. Jawohl. Geht gut hier. Zurück. Naja, viel mehr ist hier nicht los. Hier sind noch Postkarten. You'd never know how weird this town is by these postcards. Ja, mit der Katze da oder was? Hier ist ein Typ. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Genau, denn wenn du leidest, leide leise. Finde ich ja auch schön. Hier gibt's T-Shirts vom I would buy a Diner. shirt, but they're so damn tourist. Hier mal ein Hello, Polizist. sir. Hallo. Hi, young lady. You look a little lost. Hungrig. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese? In der Reihenfolge. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce like she's our mother. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Ach, das hat sich schon rumgesprochen. Ein Haschdealer, ja? Who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell that loser to stay the hell away from Chloe, or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? I know her. Then you know she's a handful. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Ich bin nur Just neugierig. Genau. I'm surprised he's not a police officer in Arcadia Bay. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work.
Ja, genau. Halloween Special, LKW-Fahrer. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over and out. Noch ein Fahrer? Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Oh, sorry. That's okay. I just need to see my truck out there in the lot. Been a long night on the road, and I have to make sure my baby is sleeping right. Ja, Trucker und ihre Fahrzeuge. Hey, Trevor. Holla, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Ja. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxter. Of course I'm baked, so I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School. Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Das ist sportlich fair. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Achso, hier soll ich mich bestimmt nachher hinsetzen. Vorher können wir hier nochmal am Tresen gucken. Drool, want everything. Ja. Forgot about the Fishing Wall of Fame. Du wählst deine Anglerauszeichnung. Gewinner jeden Monat. Weißer Stör, gefangen von Dick Weber. Stahlkopfforelle, gefangen von Andy Barry. Königslachs, gefangen von Rich Conrad. Naja, schön, ja. I got you, babe? How apropos. But no fucking way. Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. Für Joyce, die besten Bürger und wundervollste Atmosphäre in Oregon. Auf bald, Kate. So, hier haben wir auch noch Fotos. That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. Gut. Ja, so was sagt die Uhr, 33 Minuten, aber so richtig vorwärts gekommen sind wir diese Folge noch gar nicht, ne? Ja, wo gehen wir jetzt hier hin? Hinsetzen. Wir setzen uns mal noch hin. And there she is. A lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. It was very stupid. I'm sorry. Oh, it surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call.
now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Das ist wahrscheinlich egal, was ich sage. Chloe must have changed a lot during that time. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? David hat mir Angst gemacht, oder ja? Ich sag mal einfach nur I ja. did, and I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Ist das so? Bin fast geneigt, das hier zu fragen, weil ich hoffe, es kommt dann auch so sarkastisch rüber, oder? He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Eine belgische Waffe zum Frühstück. The last good Belgian waffle I had was here when I was 13 years old. So, bring it on. Now finish your coffee. So, dann haben wir immerhin noch mit Joyce geredet. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Für heute bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.